Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute wird was ganz Besonderes passieren, wo ich mich jetzt schon über, ich weiß gar nicht, über 5 Jahre oder jetzt schon so drauf freue. Wir werden heute ein weiteres Gebäude maximieren, was jetzt schon wirklich sehr, sehr lange draußen ist und wo ich auch schon sehr lange dran baue. Und zwar ist das die Goldgrube. Die Goldgrube haben wir auf Stufe 99 und ein paar Pilze zum Skippen sind es nötig, um dieses Gebäude komplett zu maximieren. Die Unterwelt, seit wann ist sie draußen, wann ist sie erschienen? Ich weiß es nicht, ich schätze mal so um die 5 Jahre ist es her. Und 5 Jahre hat es jetzt auch so gedauert, circa, bis ich hier die Goldgrube auf Stufe 100 gebracht habe. Das ist einige Zeit auf jeden Fall und es lohnt sich aber, weil im Late Game ist es halt das Gebäude schlechthin, was am meisten Gold produziert, mit Abstand auf jeden Fall, und umso höher ihr im Level seid, umso besser ist es für euch und deswegen werden wir das Ganze hier jetzt heute und gleich sofort in dem Video hier skippen und auf Stufe 100 bringen. 3, 2, 1... Ja, das war es auch schon gewesen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Goldgrube auf Stufe 100 gebracht. Jetzt möchte ich euch nochmal ein bisschen Mathematik, ein bisschen Zahlen hier. Ihr wisst ja, Malen nach Zahlen, das ist bei mir immer ein ganz großes Thema, ja. Aber wir haben die Goldgrube jetzt maximiert und wie ihr ja wisst, schon durch meine Videos, ist die Goldgrube ziemlich verbuggt. Also nicht nur auf eine Art, wie ihr es jetzt bisher schon wisst, sodass man, wenn man bei der Hälfte des Füllstands die Goldgrube abholt, kann man direkt den vollen Füllstand schon mitnehmen und man spart sich quasi die Hälfte der Zeit. Man hat also quasi eine doppelt so schnelle Goldgrube, außer auf meinem Server, auf S31 funktioniert das Ganze nicht, weil hier das neue Backend schon draußen ist. Aber auf allen anderen Servern funktioniert es ab Stufe 25 der Goldgrube, soweit ich informiert bin. Das ist nicht das einzige Thema, wie das Ganze verbuggt ist, sondern anzeigetechnisch ist das Ganze hier auch fehlerhaft. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Video irgendwann erwähnt habe, aber tatsächlich ist dies hier nicht die originale Anzeige, wie viel ihr pro Stunde tatsächlich gewinnt bei dem Ganzen. Ne? Wenn ihr jetzt mal auf die Zeit schaut hier, oder besser gesagt, es aktualisiert ja jede Sekunde hier. Ne? Das Gold kommt ja jede Sekunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, jetzt sieht man es ganz gut, weil ich sie jetzt schon komplett ausgebaut habe. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Sonst müsst ihr mit der Maus rüber hovern und dann seht ihr auch, wie viel Gold die pro Sekunde quasi generiert. Das heißt, meine produziert pro Sekunde 5751. Ja, pro Sekunde. Und das Ganze kann man jetzt natürlich hochrechnen. So, wir gucken nochmal. 5751. 5751. Machen wir jetzt einfach mal 60 Sekunden. Dann haben wir in der Minute 354.000 pro Minute produziere ich das Ganze hier. Wenn wir das jetzt nochmal 60 rechnen, dann haben wir es für eine Stunde raus. Wir rechnen das Ganze mal 60, dann haben wir das Ganze für eine Stunde und dann seht ihr, dass ich in einer Stunde 20 Millionen Gold produziere. Das ist der richtige Wert, den ich hier mit meiner Goldgrube produziere und nicht, wie hier angegeben, die 11 Millionen. Das ist falsch. Und das könnt ihr bei euch ganz einfach auch nachrechnen, indem ihr guckt, wie viel Gold ihr pro Sekunde mit eurer Mine hier einnehmt. Das heißt, ich mache hier pro Stunde 20 Millionen Gold jetzt auf meiner Stufe mit dem Goldgrubenlevel. So, das Ganze ist natürlich schon eine ziemliche Hausnummer und jetzt möchte ich euch einfach nur noch mal vorzeigen, wie krass, ich weiß, euch geht's schon auf den Sack und ihr könnt es nicht mehr hören und ja, wir haben verstanden, du spielst auf dem neuen Backend, du bist benachteiligt, ja, okay, aber ich möchte euch nur noch einfach mal zeigen, was das Ganze hier für eine Züge wie beim Bahnhof annimmt, wenn man das Ganze mal hochrechnet und das jetzt im Optimalfall. Ne, das ist jetzt nicht der Regelwert, das ist der Optimalfall, von dem wir jetzt ausgehen, wenn wir jede Stunde oder besser gesagt zu jeder Hälfte das Gold bei der Goldgrube abholen, so, ne? Ich mache hier pro Stunde 20 Millionen Gold, ja, und wenn man das jetzt mal 24 rechnen würde, mache ich jetzt
fast 500 Millionen Gold regulär. Ja, das ist das Gold, wenn ich es regulär abhole. So, da ist jetzt noch nicht das Goldgruben-Feature mit inbegriffen. Das heißt, wenn ich jetzt wenn die Goldgrube voll läuft, das ist das, was ich jetzt normal am Tag mache. Wenn man jetzt dieses Feature nutzen würde, dass man es bei der Hälfte abholt und quasi dann den vollen Füllstand hat, dann produziert man ja doppelt so schnell. Das heißt, ich mache hier mal 2 und komme hier am Tag auf fast 1 Milliarde Gold. So, das ist der Unterschied zwischen meinem Server und allen anderen Servern. Und deswegen möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, wie heftig eigentlich dieser Bug-Feature ist, was das für einen Unterschied macht im High-Level-Bereich, um das Ganze mal zu verwirklichen. Ich verliere am Tag 50 Skillpunkte auf alle anderen Spieler. So, wenn wir jetzt das Ganze einfach mal so hochrechnen, 50 mal 7, so, das sind dann 7 Tage, 350 Skillpunkte verliere ich in der Woche. Ich tracke das Ganze immer im Monat, das heißt, wir machen einfach mal 4, so 4 Wochen hat ein Monat und dann verliere ich, oder besser gesagt, ich verliere dadurch dann 1400 Skillpunkte im Monat auf die regulären Spieler, die halt ohne das Ganze hier spielen. So, ne? Also das ist schon ziemlich hart auf jeden Fall, ne? Weil es ist einfach unglaublich. So, ne? Es ist ziemlich krass. Und das ist so 1400 Skillpunkte, das muss man erstmal aufholen. Und das geht jetzt ja schon auf dem Server hier seit über 5 Monaten oder so, solange dieses Feature hier schon am Laufen ist. Und das kann man halt nicht mehr später irgendwann mal aufholen. Das ist schon ziemlich hart. Und deswegen ist es wichtig, dass halt auch relativ schnell das Ganze hier behoben wird. So, ne? Das, auf jeden Fall wollte ich nur noch mal euch veranschaulichen, wie krass das Ganze eigentlich ist, weil ich glaube, viele haben gar nicht auf dem Schirm, was die Goldgrube nachher später im Late Game für einen krassen Input auf das gesamte Spiel hat. Und nicht ohne Grund gibt es hier schon Leute, die halt extrem hohe Skills schon vorweisen. Und ob das Ganze bewusst oder unbewusst natürlich benutzt wird, das will ich hier keinen unterstellen. Und ich würde es ja auch genauso machen, wenn das auf meinem Server noch genauso gehen würde. So ist ja klar, das sind ja sonst verschenkte Skillpunkte einfach. Ne? Das wird ja, denke ich mal, jeder von euch so machen. Es ist halt nur krass, wie benachteiligt halt S31 jetzt dadurch ist. Alleine durch dieses Feature so, ne? Dann kam jetzt halt auch noch kürzlich dazu dieses ganze Ding mit diesen Dungeons, dass halt einfach die Begleiter nicht von dem Gildenportal-Bonus mit profitiert haben. Das heißt, Leute, die auf dem Server hier Dungeon Trials gemacht haben, haben sie quasi umsonst gemacht, weil die Begleiter halt unnötig genervt worden sind. Und das ist halt, eine Sache, die Leute wussten von nichts. Die Spieleentwickler wussten gar nicht, dass es so einen Fehler anscheinend überhaupt gibt. Da musste dann halt erst irgendwie die Community über Umwege drauf kommen, dass es so einen Spielefehler überhaupt gibt, sonst wäre es nie rausgekommen, Und das ist halt irgendwie, da möchte ich auf jeden Fall in Zukunft so ein bisschen, so ein kleines Appell rausgeben, dass ich habe das Gefühl, dadurch, dass das halt so ein alter Server ist und der relativ inaktiv ist, kommt relativ wenig Aufschrei halt von dem Server, weil die meisten Leute, das sind so Leute wie ich lange Zeit gewesen, die spielen so vor sich her, so, die machen ihre Alu jeden Tag, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass hier das neue Backend drauf ist, die merken nur, irgendwie ist, weiß ich nicht, irgendwie ist das jetzt ruckeliger oder so, keine Ahnung, woran das liegt, so, ne? Aber die Leute wissen wahrscheinlich nicht mal großartig hier was von ihrem Glück, weil das halt so ein alter Server ist und der schon relativ inaktiv ist, ne? Und sich die Leute damit auch gar nicht großartig auseinandersetzen. Ich könnte wetten, wäre das Ganze hier auf S1 passiert, dass dort das Backend drauf ist, dann wäre der Aufschrei viel größer und dann wären die Leute wahrscheinlich auch viel schneller dahinterher, irgendwas in die Wege zu leiten, wie Regenwasser. Und das ist halt einfach so ein bisschen schade und dafür wollte ich mich dann halt einsetzen, stellvertretend, sage ich jetzt mal, für S31, dass das Ganze so nicht ganz in Ordnung ist, auf jeden Fall, ne? Ja, gut, das auf jeden Fall dazu, aber Leute, wir haben die Goldgrube auf Stufe 100
geballert. Das ist auf jeden Fall ein Achievement, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das jetzt erreicht habe. Das ist sehr cool. Nie wieder irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also man geht jetzt quasi in die Unterwelt und man sieht direkt, wie viel Gold hier schon drin ist. So, das ist ziemlich nice. Und vor allen Dingen halt auch, dass man hier jetzt sieht, Goldgrube Stufe 100. Das Maximale wurde erreicht. So, jetzt geht's als nächstes ran an die Edelsteinmine, dass wir die auch irgendwie auf 100 jagen, irgendwann mal. Aber da werde ich, glaube ich, noch ziemlich harte Ressourcenprobleme kriegen, weil ich hier kaum Ressourcen irgendwo herkriege auf dem Server. Und ja, ich bin gespannt, wann wir die dann auch auf Stufe 100 haben. Und dann werden wir auch endlich mal ein paar gute Edelsteine bekommen. Obwohl die Stufe zwischen 80 und 100, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Ich glaube, da sind die Edelsteine fast gleich. So die ersten Level von der Edelsteinmine sind deutlich wichtiger. So zwischen 1 und 50, da ist da verändern sich die Edelsteine viel krasser als auf 50 zu 100. Da ist der Unterschied nachher nicht mehr so hoch. Deswegen ist es nicht ganz so wild. Aber ja, deswegen kann ich da auch ein paar Tage länger auf die Edelsteinmine Stufe 100 warten. Weil früher oder später habe ich das Ganze auch wenn ich ein paar Ressourcenprobleme bekomme, dann ist das halt so, dann setzt die mal ein paar Tage aus. Aber was durchgängig immer produziert, ist die Goldgrube und das war mir halt wichtig, dass ich die jetzt auf 100 habe. Und wie gesagt, das wichtigste Feature auf jeden Fall im Late-Game-Bereich, die Goldgrube unersetzlich quasi. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.